Freunde, willkommen zurück. Wir gucken uns jetzt mal die aktuellen Parfumo-Trends an, ne? Welche Düfte aktuell im Trend sind bei den Leuten auf Parfumo, welche sie am meisten tragen und so weiter und so fort. Willkommen zurück. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Lover aus Hamburg. Moin. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir gehen mal rein. So, ihr seht das und dann wollen wir ja mal gucken. So, wir fangen mit den Damen an, obwohl Damen, ja, wie gesagt, ich mache Unisex und ja, Männer, bei Damen im Schnitt bin ich insgesamt so ein bisschen raus. Ich kenne natürlich einige, wir können aber ja durchgehen, ganz schnell. Klar, hier Coco Mademoiselle, die Reihenfolge ist jetzt völlig egal. Coco Mademoiselle ist natürlich ein sehr, sehr, sehr schöner Duft, blumig, süß. Wenn man sowas mag, Chanel, brauchen wir gar nicht drüber reden, macht einfach, ja, sehr, sehr gute Düfte. Schöne Orangen, Mandarinen, Rosen-Variante, die kommt sehr schön rüber. Patchouli, ja. Man muss das mögen natürlich, Chanel-Düfte, aber ich persönlich finde sie sehr, sehr gut, aber muss man wirklich mögen. Dauer hier, The Cloud von, Ariana Grande ist immer noch im Trend. Das muss man sich mal vorstellen. Sehr, sehr nice. Gar nicht Baccarat Rouge. Ne, ihr wisst ja, sehr nah dran an den 540 Baccarat Rouge, wie ihr sehen könnt. Hier sehr aus ist hier fast voll und muss ich sagen, ich habe den nur einmal gerochen, fand den jetzt ja, kann man nicht wirklich von der Qualität meines Erachtens vergleichen mit den, Baccarat Rouge, aber er ist trotzdem noch im Trend. Ja, das ist ganz klar. Und hier brauchen wir wohl gar nichts zu sagen. Gar nicht gut bewertet. Oh, das ist heftig. Trotzdem in den Charts, zwar nur auf Platz 142, aber ja, das muss m entweder mag man's oder mag man nicht. Ja, mit Julia Roberts, ich glaube, macht sie es eigentlich immer noch, die Werbung? I don't know, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir hier natürlich Alien. Eigentlich könnt ihr auch hier sehen, nicht nur draußen in den Parfümerien, ihr seht auch hier, dass sich, sage ich mal, dass viele bei den alten Klassiker bleiben. Süß, blumig, klar, wir kennen Mugler, das muss man mögen. Und alle, die ihr da so seht, die im Moment bei den Damen in Trend sind, ja, ist so üblich. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Herren. Ja, auch da seht ihr die Klassiker. Wir brauchen nicht davon reden, dass Dior Homme Intense da drin ist. Allerdings die neue Version, das ist die alte Version, die neue Version meinen ja viele, die ist ähnlich oder wurde nicht viel geändert. Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Schöner Lippenstiftduft für den Mann, muss man wirklich so sagen. Oder Schminkkassenduft. Dann natürlich The One for Man. Natürlich, The One for Man. Für mich einer der besten Date-Düfte, die es überhaupt gibt. Hat eine schwache Haltbarkeit, aber ich hatte auch den schon mal 8 Stunden gerochen. Also so schwach ist das nicht. Und ich möchte auch noch mal was kurz erwähnen. Da werde ich auch mal ein separates Video zu machen. Mein Sohn hatte letztens 2 Sprüher von einem Nachbau drauf, den er mochte den riechen. Ich werde noch nicht sagen, welcher, da werde ich ein Video zu machen. 1, 2, natürlich nicht auf der Haut, auf sein T-Shirt. Wir hatten 21 Grad. Er ist in die Schule gegangen. Er kam 8, 9 Stunden später wieder, ne? Er ist nachher noch in der Betreuung später und kommt um 16 Uhr etwas nach Hause. Der hat danach gerochen. Ich da reingekommen, ich war noch nicht mal in seiner Nähe, hat immer noch danach gerochen. Und das ist so 'n Thema, manche oder man riecht das nicht, das hält nicht und so weiter. Der hält auch. Wenn man den layert mit manchen, hält der so, was natürlich passt, können wir mal reingucken. Ihr seht das ja, das ist das Schöne. Wenn man ihn layert, ist es auf jeden Fall Fakt, dass der eventuell so und so besser hält, zum Beispiel mit Moleküle Nummer 1, nämlich. Das stimmt und hilft wirklich. Oder Interlude-Man, das habe noch nicht mal ich ausprobiert. Ja, bei dir, das kann man wirklich machen. Man muss das, ja, das ist ein sehr geiler Duft. Dann wird er allerdings auch ein bisschen anders, wenn man mit den Jazz Club layert. Habe ich da gerade gesehen. Na ja, auf jeden Fall, ich will mich nicht weiter aufhalten. Explorer, ja, ich kann das immer nicht so ganz nachvollziehen. Ja, kann man machen, aber ich kann die DNA, wir haben sie ja hier, auch schon so 'ne DNA. Wenn, dann bitte das. Es gibt viele Nachbauten, aber ich finde den Explorer jetzt, das hat so 'n bisschen, für mich ist so 'n bisschen dieses, ja, dieses Patchouli meines Erachtens mit 'n bisschen too much in den Duft. Aber dadurch ist er natürlich was Positives. Er ist ja nicht zu ähnlich, das kann man jetzt auch so sehen. So, dann immer noch Eros. Ich gehe jetzt nicht immer jeden rein, ihr kennt das ja, Eros. Äh
Dylan Blue funktioniert immer. Why Eau de Parfum? Es ist so typisch Le Male le Parfum. Es ist einfach die Düfte, da können es gibt braucht überhaupt keine neuen Düfte. Warum brauchen wir neue Düfte? Schaut euch das an. Imagination ist klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Guckt mal, wie viel Bewertung hat der denn? Guckt euch das mal an. Das ist stabil. Und dann solche Bewertung. Platz eins, ich glaube, mit Abstand. Mit Abstand. Da könnt ihr später noch mal gucken. Oder ich mache das mal 'n Video hatten wir ja schon mal dazu gemacht. Ja, das funktioniert auch immer. Auch gut, viele Bewertungen. Aber ich sage ja, Prada, außer hier, diese neuen, macht sehr, sehr sexy Düfte, die immer wieder, sage ich mal, genommen werden und einfach beliebt sind. Layton kann ich auch verstehen. Ja, Stronger with You, na ja, lassen wir so stehen. So, jetzt kommen wir zu Unisex. Da wird es interessant oder auch nicht. Doch da sehe ich auch ein paar günstige zwischen. Hier, Naxos ist ganz klar. Ihr kennt das ja. Mein Duft mit, das ist, klar, Ombre Nomade. Immer noch on point. Und wenn man sich überlegt, für so einen starken Duft, für einen Duft, den man eigentlich, ja, also viele können den nicht tragen, wollen den nicht tragen. 5.500 Bewertungen, 8,1, ja, läuft. Ist auch geil, ne? Side-Effekt, ja, kann man machen. Obwohl, dass das nicht verwechseln, den immer mit 'nem anderen, doch, der ist eigentlich gut, aber ist jetzt auch nicht so ein Burner. Das ist Baccarat Rouge immer noch drin. Liquid Moon, klar, sehr, sehr nice. Das Original in dementsprechend ist nicht drin. Jazz Club hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich habe den, aber ich hätte es nicht erwartet, dass der tatsächlich hier so drin ist. Also Respekt dafür. Ja, schön hinten in der Ecke sitzen in einem Club, Jazzclub, die Musik spielt vorne, dann 'n bisschen Tabak, Nerole, ja, Rum. Ist schon 'n schöner Duft, aber ich hätte nicht gedacht, dass der hier drin ist. Ich hätte gut By the Fireplace, obwohl auch nicht, ist auch nicht so 'n unbedingt so 'n Duft, wo man guckt, das ist so im Trend die ganze Zeit, war für immer noch. Ich weiß ja nicht, wie das hier aufgebaut ist, ob das wegen den Bewertungen, ich meine, kann ja nicht, weil Top 10 Bewertungen ist wieder was anderes, das hatten wir ja schon. Und, dementsprechend Trends hier häufig im Besitz. Ist schon heftig, Alter. Okay, Ombre Leather mochte ich vorher nicht, hat überhaupt nicht, was heißt gehalten schon, aber ich habe ihn null wahrgenommen, wo ich den 2018 kennengelernt habe. Aber dann ein Jahr habe ich ihn nicht benutzt und aufgesprüht und seitdem ist der präsent. Das Leder, der braucht wahrscheinlich ein bisschen. Sehr, sehr nice. Fort Knots, ja, den muss ich jetzt auch mal wieder, das ist jetzt die Jahreszeit. Alexander Zeit brauchen wir nichts zu sagen, das ist ganz klar. Grand Soir auch nicht, sehr geil, stabiler Duft. Torino 21 war klar, aber ich bin da so ein bisschen raus inzwischen. Ich habe ihn noch, ich überlege mal, den abzugeben oder ob ich ihn behalte. Tobacco Vanille, den habe ich schon gefeiert als Tom Ford, sage ich mal schon, wie soll ich sagen, Tom Ford Fan? Ne, schon, wie heißt der Ausdruck? Ähm komme ich jetzt nicht, nehme das Video sehr, sehr spät auf hier übrigens. Ähm, als Fanboy, ich war schon wirklich, nicht mehr jetzt, aber ich hatte früher, vor Jahren habe ich meine Top 25 schon gezeigt, vor Jahren. Oder 25, waren das 25, 24, irgendwie so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, müsste noch online sein. Angel Share, ja, sehr nice. Früher mochte ich ihn auch nicht, er war pur, ja, Oud Wood und tatsächlich der Kamera ist hier drin. Wer hätte es gedacht, bei den Bewertungen. Es wird ja immer so 'n bisschen verglichen. Also, ich finde, nein, also, mit Angel Share wird der ja oft verglichen oder wurde der verglichen. Was ist denn jetzt los? Okay, ich will das jetzt nicht, ja, ich kann jetzt mal alle aufmachen. Der wurde ganz am Anfang, ich habe da lange nicht reingeguckt, der wurde ganz am Anfang hier. Oh, das hat sich geändert. Ja, ich wollte nämlich sagen, auch hier, ihr seht, ich habe auf der Seite gedrückt. Das ist nicht so wirklich 'n Vergleich. Gibt's ganz andere, die ähnlich sind, ganz andere. Ja. Und Argento kann ich übrigens nicht nachvollziehen. Argento fand ich im Nachhinein 'n bisschen langweilig. Ich finde ihn wirklich, es ist, muss ich leider so sagen, das ist einfach so. Und hier, klar, der wird auch immer da drin bleiben. Das ist einfach 'n schöner Duft, immer wieder. Die neue Version ist ja auch irgendwie, kenne ich jetzt nicht. Als Eau de Parfüm blickt man auch gar nicht mehr durch irgendwie.
weil, ja, wer soll da noch durchblicken? Also, es sieht immer alles optisch, gleich aus. Ja, dementsprechend, das waren die Trends, sage ich mal. Könnt ihr mal reinschreiben, was eure Trends so sind. Ich finde immer so, dass das ziemlich das sind wirklich noch oldschool. Das ist genauso oldschool, ne? Das ist genauso, wie ich, sage, wenn ihr in die Parfümerie geht oder auch die Charts, die kaufen es braucht eigentlich überhaupt keine, neuen Düfte, weil sie gehen alle immer auf man greift immer zu den, sage ich mal, älteren. Da waren jetzt nicht nur ältere bei, aber dementsprechend älter und man greift nicht mehr zu neuen. Ich bin natürlich sehr schade, dass da jetzt nicht wirklich Oldschool-Düfte bei waren. Es wundert mich hier. Dafür findet ihr die Oldschool-Düfte wieder auf oder in der Parfümerie oder in den Charts. Online in den Parfümerien sind auf jeden Fall wie Boss Bottle, Le Mal, das Original. Hier war ja das Le Parfum drin und so weiter. Ähm, Findet ihr dort. Also, aber so richtig ganz neue, auch große Hype-Düfte, die sind nicht unbedingt, wie ihr seht, dabei. Und auch nicht natürlich in den Parfümerien. Na gut, das ist natürlich auch ein bisschen anders noch. Aber dementsprechend könnt ihr ja mal reinschreiben, was sind eure Trends so oder hättet ihr damit, gerechnet, ehrlich gesagt? Ja, und dann würde ich sagen, bin ich raus. Grüße gehen raus an euch alle. Ja, ich hoffe, da wird ja ein bisschen kühler, in Anführungsstrichen 21 Grad. Für mich ist das kühler. Ich mache es eben sehr warm gern. Kann das ganze Jahr so sein. Aber, ja, trotzdem ist es schön, dass es wenigstens über 20 Grad auch in Hamburg bleibt. In Hamburg, wo auf jeden Fall die Olympischen Spiele zwar, wann sollten die hier sein? Nicht stattfinden. Tja, Hamburg. Was soll ich sagen dazu? Nichts eigentlich, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, dann schreibt in die Kommentare, liked dieses Video, folgt mir, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich bin raus.